Da ist er. Der Hobby Optima Deluxe. In der Variante T70 GE. Und hier ist Jörg. Grüß dich, Jörg. Grüß dich, hallo. Ja, das ist ja mal ein schönes Design. Wer macht denn das Design bei euch? Ja, Design, das macht natürlich unsere Konstrukteure, zusätzlich Marketing. Wir haben natürlich auch noch einen Inhaber, der sehr stark daran interessiert ist, wie seine Fahrzeuge aussehen. Ja, es ist richtig schick geworden. Das heißt, in Grau, so weiß auf weiß. So die 4x4 Offroad-Camper nennen ja solche Fahrzeuge weiße Ware. Aber das ist gar nicht weiß. Das ist richtig schön vom Designer. Das heißt, vorne die Fahrerhauskabine, die ist dann in so einem silbergrau Metallic. Und das geht dann ins Weiße über. Schon schick, oder? Ich finde es auf jeden Fall schick. Es ist ein bisschen, ja, es ist schlicht. Es hat aber trotzdem eine Form. Es strahlt eine gewisse Dynamik aus, weil es nach hinten dünner wird. Ist natürlich, ja, geschmacklich finde ich es sehr schön gewählt. Ja, wichtig ist bei Hobby, das Preis-Leistungs-Verhältnis haut manchen die Sprache weg, richtig? Ja, natürlich versuchen wir mit unserem Preis-Leistungs-Verhältnis konkurrenzfähig zu bleiben. Das gehört zur Produktion eines solchen Gerätes dazu, eines solchen Mobils. Das kriegen wir bis jetzt ganz gut hin. Ja, der ist jetzt ein bisschen breiter wie der schmalste, den ihr habt. Das heißt, also hier habe ich schon ein etwas größeres Platzgefühl. Wir werden uns das gleich mal anschauen. Wir schauen gleich mal auf die technischen Daten. Aber nichtsdestotrotz ist alles vorhanden, was ich brauche. Das Segment hier so in dem mittleren Bereich, ja, das wird unglaublich oft genommen von Leuten, die wirklich oft unterwegs sind, oder? Ganz genau, das ist dieser sogenannte Gasflaschenhalter. Also wir haben hier auch den Auszug, das heißt, hier passen 2 Gasflaschen rein. Damit kann man ordentlich unterwegs sein. Die reichen je nach Verbrauch, je nach Region, wo man unterwegs ist. Aber da kann man ordentlich heizen und kochen. Ja, das ist wichtig. Im Sommer brauche ich so gut wie gar nichts, aber im Winter ist es natürlich klar, wenn ich damit Skifahren gehe zum Beispiel oder ich bin im Wintersport, da brauche ich das. Und hier habe ich richtig Zuladung, nämlich sind hier in dem Fall 451 Kilogramm Zuladung bei fast 1 Meter Breite. Ja, das ist ordentlich tatsächlich. Da kann man richtig viel mitnehmen. Das ist für den Aktiven, aber auch für die Familie, wenn das Kind noch mitkommt. Platz ist im Innenraum auf jeden Fall genug. Hier kann man richtig was reinpacken, braucht sich keine Gedanken machen. Verzurösen sind vorhanden, alles. Ja, spannend ist auch, ihr habt euch dazu entschlossen, auf beiden Seiten gleich große Türen zu machen, was auch nicht üblich ist, ja. Ja, es hat natürlich auch den Hintergrund, wenn man sperrige Sachen hat oder je nachdem, wie man das Fahrzeug auch anschließend parken kann. Man möchte ja nicht immer um das Auto rumgehen, also man möchte so viel wie möglich Features haben, um das Ein- und Ausladen so einfach wie möglich zu gestalten. Ja, man kann, wie man sieht, selbst wenn man hier Surfbretter mitnimmt oder Fahrräder, es ist überhaupt kein Problem, von beiden Seiten gemütlich ranzukommen, um die Ladung aus- und einzuladen. So, wir schauen uns das gleich mal an. Ja, natürlich die Sattantenne darf nicht fehlen, das kann man dann bestimmen. Hier vorne habe ich dann nochmal die Entsorgung, hier ist das Abwasser mit drin. Und die technischen Daten, die gehen wir gleich mal durch. Denn klar ist, diese Fahrzeuge haben auch einen Abwassertank, der kann aufgesammelt werden. Die haben einen Frischwassertank, da ist das Wasser mit drin. Ich bin komplett autark. Ich habe neben der Fahrzeugbatterie habe ich noch eine extra Batterie, die nur fürs Wohnmobil ist, für den Aufbau. Ganz genau, wir haben hier 2 Batterien drin, optional kann man sogar je nachdem, also man kann das beim Händler erfragen, aber es ist möglich, hier noch eine 3. Aufbaubatterie einzubauen. Das heißt, man ist komplett autark, wie du schon gesagt hast. Man kann hinfahren, man kann sich den Standort selbst wählen, man hat das Wasser dabei, man hat alles dabei, was man braucht, kann einfach stehen bleiben und loslegen. Ja, hier steht es, Optima Deluxe T70 GE. Wie er hier steht, kostet 73.211 €. Das ist schon Deluxe, das klingt schon nach nicht gerade dem Einsteigermodell. Das ist schon gehoben. Das ist richtig, das ist auf jeden Fall gehoben. Natürlich haben wir hier ein Produkt und ein Fahrzeug, das dem Einsteigermodell nicht entspricht. Wir haben hier tatsächlich eine Oberklasse. Mit Raumbadkonzept, das wollen wir uns gleich mal anschauen, wie es ist. Genau. Ja, interessant finde ich die Integration von der Markise, das ist euch unglaublich gut gelungen, das heißt, sie fällt überhaupt nicht mehr auf. Nein, tatsächlich. Sie geht so ein bisschen unter. Also auf den ersten Blick würde man sie wahrscheinlich gar nicht erkennen. Man muss hinschauen, dass da oben was draufgebaut ist. Und dann handelt es sich tatsächlich um eine Markise. Und das finde ich auch sehr schön. Ja, schöne Integration. Der Mülleimer darf nicht fehlen, denn das ist das, was viele nachrüsten wollen. Das ist bei euch serienmäßig, auch bei den Wohnwagen. Die sind auch sehr, sehr groß, muss ich sagen. Und auch die Aufbautür, die ist schick, denn das große Fenster, da kann man sehen, wer reinkommt. Was noch viel wichtiger ist, wer davor steht. Wenn Kinder nämlich da stehen, man reißt die Tür auf, man kann durchgucken. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das, was du gesagt hast, ist gar nicht so uninteressant. Die Türen, sie haben jetzt zwar kein großes Gewicht, aber wenn man sie aufmacht, haben sie ja doch eine ziemlich große Range, sage ich mal. Und wenn dann jemand vor der Tür steht, man sieht das nicht, dann kriegt er die vor den Kopf und das tut dann weh. Ja, kann zu Unfällen kommen. Patricia, ich grüße dich herzlich. Ja, ich zeige mal gerade, das da wäre jetzt dein Netflix-Fernseher, der ist da drin. Das ist nur eine Attrappe, die hier drin ist. Und du hast jetzt unglaublich viele Wohnmobile, haben wir schon gesehen. Das ist jetzt eins von Hobby, schon etwas Größeres, knapp über 70.000 €. Gefällt's dir? Ja, sehr schön.
Also ich habe hier wieder diese weißen Schränke. Diese weiße Farbe macht es halt unglaublich hell und auch so irgendwie groß. Ja, das erweitert, glaube ich, das Ganze. Das ist aber schwer ein Trend. Man hat also Holztöne mit Weiß. Ich glaube, das dominiert im Jahr 2020 auch bei den Kollegen. Ich denke auch, das liegt aber auch, wie Patricia schon bereits gesagt hat, das liegt auch daran, dass das Raumgefühl einfach viel größer wird. Das wirkt freundlicher, heller und der Raum insgesamt größer. Das macht viel aus. Eine große weiße Decke. Hier vorne habe ich nochmal den erweiterbaren Tisch, den ich natürlich habe. Hier habe ich noch eine Sitzbank, wenn ich einfach mal mich hinsetzen möchte. Denn es ist ganz wichtig, für die ganz kurze Pause muss ich nicht jedes Mal die Sitze drehen. Ich kann einfach mal anhalten, kann mir meinen Kaffee kochen, muss nicht die Sitze drehen. Das Sitze drehen geht ruckzuck. Das haben wir schon mal ausprobiert. Es gibt es von Dutzenden von unseren Videos, kann man das sehen. Ja, das Fiat-Fahrgestell mittlerweile angekommen. Euro 6, ja, komplett. AdBlue-Technik ist jetzt drin, das war ja immer ein Problem, deswegen hattet ihr zwischendurch sogar Citroën gewählt, ja, weil die AdBlue hatten. So, aber jetzt Fiat auf dem Stand der Technik. Fiat auf jeden Fall auf dem Stand der Technik, da braucht man sich auch keine Gedanken mehr machen, es ist alles überprüft. Natürlich arbeiten wir auch in diesem Bereich mit unheimlich vielen Institutionen zusammen, dass wir gewährleisten können, dass die Fahrzeuge auf dem Markt und auf der Straße gut unterwegs sind und den absoluten Anforderungen entsprechen. Viel Licht, also hier vorne das Fenster, das darf nicht fehlen. Das ist übrigens ganz einfach zu bedienen. Man kann es ruckzuck, also ich muss nichts kurbeln, einfach hochmachen, fertig. Die Bedienung ist ein bisschen anders, haben wir ein Video zugedreht, könnt ihr euch mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist die Küche, wichtig ist die Ablage. Und hier hatte ich schon mal gesehen, da ist ein Fernseher drin, aber diese Ablagen, diese Erweiterungen von den Ablagen, das fordern die Kunden massiv. Das heißt, ich kann ja was abstellen. Es ist tatsächlich so. Es ist nicht nur das Design, dass man so eine Tresenoptik hier hat, sondern wie du schon sagst, die Erweiterung der Ablagen. Man hat ein bisschen mehr Stellfläche. Wir sind hier im Reisemobilbereich natürlich ein bisschen, ja, es ist alles ein bisschen gedrungener. Das ist aber, und deshalb müssen wir darauf achten, dass wir Bereiche schaffen, in denen man sich noch bewegen kann, in denen man noch abstellen kann, arbeiten kann. Ich zeige das mal gerade, es ist sehr, sehr schön. Ihr habt die Küchenplatte ausgespart. Das heißt, ich kann mitten mich reinbewegen in die Platte rein. Das gilt jetzt gerade für Personen, die wie die Patricia 1,67 m, da gibt es ja Leute, die sind noch ein bisschen kleiner, die kämen sonst gar nicht mehr oben ran. Das ist so. Und hier bin ich so nah dran, dass ich problemlos an die Schränke rankomme. Ganz genau, das ist wichtig. Es soll natürlich auch alles ein bisschen eine gewisse Ergonomie haben, einer gewissen Ergonomie entsprechen. Es soll alles gut erreichbar sein, bequem erreichbar sein, ohne dass man sich verrenken muss. Und noch dazu hat es natürlich auch den Charakter eines kleinen Ecktresens. Also es ist eigentlich sehr schön gelungen. Nicht nur die Optik, sondern auch die Funktionalität ist da sehr gut gegeben. Ja, ihr habt mittlerweile ganz viele Fahrzeuge auf der Straße. Ja, der On-Tour, das ist ein Erfolgsmodell für euch, oder? Der On-Tour ist ein wirkliches, richtiges Erfolgsmodell. Natürlich, weil es so ein kleiner Einsteiger ist, auch preislich. Hier sind wir natürlich in einem Segment. Ich möchte fast sagen, für den erfahrenen Camper, hat schon vorher vielleicht ein Reisemobil gehabt, möchte sich jetzt nochmal erweitern, möchte jetzt nochmal was Neues. Ja, das hier ist ja schon High-End. Das traut man ja Hobby gar nicht so zu, wenn man sich überlegt, ja, also ich sage jetzt mal so einfach, da ist ja Hümer unterwegs und so weiter, die ja alle sagen, hey, wir machen die Top-Qualität, hier klappert nichts, hier rappelt nichts, hast du mir gesagt. Kriegen die langsam ein bisschen Angst? Ich meine, ihr seid ja Marktführer bei den Wohnwagen und jetzt geht es so langsam los bei den Wohnmobilen. Das heißt, ihr seid ja immer noch in der Findungsphase. Das heißt, ihr macht im Moment noch viel mit Handarbeit, richtig? Wir machen sehr viel mit Handarbeit. Das wird auch so bleiben. Einfach weil es von der Produktionslinie her für uns besser ist. Wir haben da ein bisschen mehr Spielraum, wir können da ein bisschen flexibler reagieren. Ohne Automatisierungstechnik. Auf deine Frage, ob die jetzt ein bisschen Angst haben, ich weiß nicht. Auf jeden Fall schauen sie auf uns. Das ist ganz richtig. Die Gute ist natürlich, wir haben etablierte Marken auf dem Bereich oder im Bereich der Reisemobile. Natürlich hat man da ein Augenmerk auf uns. Wir entwickeln uns gut, sehr gut. Wir machen das ja auch mit den Reisemobilen schon eine Zeit lang. Man muss dazu sagen, ihr habt eine große Fangemeinde, die Wohnwagen besitzen, die vielleicht mal ein Wohnmobil haben möchten, warum auch immer. Die wollt ihr ja nicht verlieren, oder? Natürlich nicht, natürlich. Das ist ganz wichtig. Und es gibt natürlich Leute, auch Camper, die steigen irgendwann um, sagen sich, jetzt reicht es mit dem Wohnwagen, jetzt probiere ich ein Reisemobil aus, da bin ich noch ein Stück weit flexibler, muss das nicht hinterherziehen, das Gerät. Das kann natürlich auch sein und solche Kunden möchten uns halten. Oft ist es so, wenn die Leute in den Ruhestand gehen, das heißt, die haben auf einmal viel mehr Zeit, da ist nicht nur der Urlaub ist gefragt, sondern man kann eigentlich die ganze Zeit reisen und dann werden oft Reisemobile geholt, oder? Ganz genau so ist das. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass man einen bestimmten Prozentsatz aussprechen könnte, an in welchem Alter sich Leute oder die Kunden Reisemobile zulegen, aber es ist doch tatsächlich so, dass es etwas die ältere Generation ist, die dann nochmal nach dem Berufsleben sagt, jetzt leisten wir uns dieses Modell und fahren einfach durch Europa und bleiben dort stehen, wo wir schon stehen bleiben möchten für die Nacht und am nächsten Tag geht's weiter. Ja, die auch die Zeit haben dafür. Hier vorne sieht man das Raumbadkonzept. Sie hat die Tür zugemacht und Feierabend.
Hallo Patricia, lass mich mal kurz rein, dann filme ich das mal. Es ist ein bisschen eng. Ja. Am besten, genau, du lässt mich mal kurz vor. Hier sieht man das Bett. Da habe ich jetzt 2 riesige Schlafmöglichkeiten mit drin. In der Mitte kann ich es noch erweitern. Das heißt, ich kann es zur Liegewiese umbauen, mehr oder weniger. Ich kann hier oben drauf steigen. Ganz bequem, habe eine Leiter noch mit dabei, wenn ich es umgebaut habe. Das kennt man. Hier unten sind nochmal zusätzliche Kleider drin. Und wir wollen mal ganz kurz das Raumbadkonzept zeigen. Vielleicht mal zunächst mal oben die ganzen Staufächer, die hier mit drin sind. Da oben ist die Lüftung mit drin, das Aufstellfenster und natürlich das Licht. Ja, im Moment ist alles sehr, sehr hell. Die Fahrzeuge sind massiv beleuchtet hier auf der Messe. Jetzt kann man so gar nicht so das Lichtdesign sehen. Hier kann man es nur so ein bisschen erahnen. Das heißt, es gibt ein indirektes Licht, was das Ganze sehr, sehr heimelig macht. Und hier hat man eine riesige Dusche. Jörg, wenn du mal kurz kommst, wir packen mal gerade die Patricia mal mit rein in die Dusche, dass wir das mal sehen. Du bist, wie groß bist du, Jörg? Ich bin 1,82 Meter. Du bist 1,82 Meter, Patricia ist 1,67 Meter. Da sieht man es auch mal. Geh mal kurz rein, Patricia. Ist groß genug? Ja, also ich könnte mich hier ohne Probleme duschen und ich finde das echt super, dass es hier so eine Tür gibt. Wie nennt man die nochmal, diese Tür? Mit zwei Funktionen? Ja, genau. Das Die hat so einen speziellen Namen. Ja, ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Ich drehe jetzt am Tag Nummer 6 und ich habe es auch vergessen. Ist aber nicht so schlimm. Auf jeden Fall schafft sie wirklich ein separates Raumgefühl. Die kann man zumachen, die Tür. Genau. Zwischen Dusche bzw. zwischen Badezimmer und dem Schlafbereich. Was wir sperren den Jörg mal ganz kurz aus. Wenn du mal kurz rausgehst, die Tür mal gerne zumachst, dann sieht man das. Und tschüss, ich mache mich fertig. Und das Coole ist, auf der Rückseite von der Tür, die ist Hochglanz. Eine ganz andere Optik. Also richtig schick. So, meine Schärfe zieht sie kaum die Tür. Und hier vorne habe ich dann noch einen drehbaren Toilettensitz mit drin. Ich habe eine sehr, sehr reduzierte Optik mit drin. Fast schon schick modern, richtig? Ja, und einen riesen Spiegel. Ja, dahinter sind natürlich auch Schränke drin, ein Waschbecken mit drin. Ja, cool. Und das Wichtigste ist natürlich die Wäscheleine, die hier oben drüber ist. Eine ganz moderne Armatur ist mit dran. Und da unten ist die Möglichkeit, dass ich da noch jemand draufstellen kann, zum Beispiel den Junior, den ich da mal mit abwaschen kann. Ja, wir gehen mal raus. Geh mal vor. Und dann zeige ich noch mal ganz kurz das Bett. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Das heißt, man geht hier hoch, schläft gut. Und die Matratzenauswahl, ich nehme an, da kann ich auch verschiedene Typen wählen von Matratzen, oder? Genau, wir haben einmal Federkernmatratzen und Schaumstoffmatratzen. Das sind die beiden Versionen, die wir zur Verfügung stellen oder die wir anbieten. Das ist natürlich dann auch eine Geschmackssache oder je nachdem, wann der Kunde seine Matratze ersetzen möchte, dann sind natürlich Schaumstoffmatratzen etwas billiger. Ich bin ja immer noch im Wohnmobil, muss man sagen. Also jetzt von der Größe. Wir schauen mal auf die technischen Daten und sage ich euch mal, wie groß das Fahrzeug ist. Und das Beste ist, Sie machen sich selber ein Bild. Das heißt, beim Händler vorbeigehen, leider die Qual der Wahl. Optima Deluxe T70 GE. Auch das stellvertretend für unglaublich viele Reisemobile, die hier stehen von Hobby. 73.211,60 Euro ist der Listenpreis, aber ich habe schon gehört, der Jörg sagt, da geht noch ein bisschen was beim Händler. Außerdem ist ja auch in Zahlungnahme Altfahrzeuges möglich. Ich habe sogar gehört, die Händler nehmen nicht nur Wohnmobile in Zahlung, sondern auch Fahrzeuge, richtig, ja. Alles, was 4 Räder hat, viele. Es ist tatsächlich, also wir haben auf dem Markt, gerade im Bereich Wohnwagen, Reisemobile, ist der Werterhalt der Fahrzeuge sehr, sehr hoch und das kommt natürlich den Kunden auch zugute, die ihr Fahrzeug in Zahlung geben möchten. Da ist für den Endkunden nochmal richtig was rauszuholen, auf Deutsch gesagt, und damit die Zuzahlung entsprechend geringer. Da ist es, ja, von Hobby. Ein großes Reisemobil, es wird mal gerade wieder geputzt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank, Jörg Naumann, richtig? Ganz genau, gern geschehen. Danke. Tschüss.